Hallo ihr Lieben, was geht ab? Herzlich willkommen bei unseren Fenris News, heute mit der Ausgabe Nummer 7. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, hat sich unser Stundenplan in den letzten Tagen noch ein paar Mal verändert. Einige Kurse wurden verschoben, einige ersetzt. Die Lage ändert sich ja derzeit auch nach wie vor noch fast wöchentlich. Wir lernen dazu, wir bekommen euer Feedback und dementsprechend versuchen wir ständig, so viele neue Ideen umzusetzen, wie es nur geht, um bestmöglich für euch da zu sein. So testen wir auch schon ab nächster Woche wieder ein neues Kurskonzept. Und zwar gibt es schon ab morgen bzw. montags, je nachdem wann ihr das hier dann seht, um 17 Uhr eine Partner-Jiu-Jitsu-Klasse über Zoom. Philippe wird in dieser Klasse mit seiner Frau Dania Techniken vermitteln, die ihr zu Hause mit einem Partner machen könnt. Wir möchten hierbei aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir jetzt niemanden animieren wollen, sich mit irgendwelchen Freunden zusammenzufinden, um mittrainieren zu können. Aber wenn ihr in einer WG lebt oder euer Partner oder die Partnerin sich dazu bereit erklären, mit euch zu trainieren, dann ist dieser Kurs super für euch geeignet. Ansonsten natürlich auch einfach gerne einschalten und Philippes Erklärungen auch ohne Partner folgen. Mit Blick in die Zukunft ist das Bilden von Trainingspaaren auch was, worüber ihr schon mal ein bisschen nachdenken könnt. Wir können aktuell natürlich noch keine Versprechungen machen, aber wenn in naher Zukunft überhaupt wieder Kontaktsport möglich sein wird, kann es sein, dass sich feste Trainingspaare bilden müssen, die dann über mehrere Monate die einzigen Trainingspartner darstellen. Das ist zumindest eine denkbare Variante, durch die Kontaktsport auch kurzfristig wieder möglich sein könnte. Bis es soweit ist, sind wir bereits dabei, unsere Räumlichkeiten vorzubereiten, dass in kleineren Gruppen kontaktlos hier vor Ort trainiert werden kann. Wir bringen dafür zusätzliche Boxsäcke an bzw. hängen möglichst viele um dann so viele von euch, wie es nur geht, gleichzeitig mehr als ausreichend Sicherheitsabstand bieten zu können, während ihr hier trainieren könnt. Für Grappling und Wrestling besorgen wir uns jede Menge Dummies und richten auch hier die Mattenflächen so ein, dass trainiert werden kann, ohne sich näher als 3 Meter zu kommen. Wann es dann nun aber endlich soweit ist, bleibt leider nach wie vor abzuwarten. In Hamburg wurde zuletzt Klage eingereicht, da es im Moment sehr fragwürdig ist, dass Gaststättenbetriebe und Ähnliches wieder öffnen dürfen, Sportstätten aber auch mit entsprechendem Hygienekonzept weiterhin geschlossen bleiben müssen. Das Verwaltungsgericht hat der Klage stattgegeben und sieht in dem derzeitigen Zustand eine Ungleichbehandlung. Das bedeutet nun aber noch nicht, dass sich an dieser Situation auch etwas ändert. Die Behörden und das Oberverwaltungsgericht sind nun jedoch gezwungen, sich verstärkt mit der Thematik auseinanderzusetzen. Wir berichten dann natürlich, sobald sich hier wirklich was tut. Bis dato bleibt also lediglich Sport im Freien oder zu Hause. Dabei ist inzwischen Sport in Gruppen von 8 Personen wieder möglich, wie ihr es von anderen Gyms in Berlin eventuell schon mitbekommen habt. Leider bietet sich uns gerade nicht die Möglichkeit, so etwas anzubieten. In Theorie haben wir zwar einen sehr schönen Innenhof, aber wegen dem ganzen Personal- und Lieferverkehr, der hier nach wie vor stattfindet, ist es uns vom Vermieter untersagt, uns im Hof weiter auszubreiten. Natürlich sind wir aber auch hier hellhörig und suchen nach Alternativen. Diese müssen aber auch praktisch umsetzbar sein. Und vor allem wollen wir sicherstellen, dass, egal was wir anbieten, alle von euch die Chance haben, an den Kursen teilzunehmen. Was bei der Größe unserer Familie hier schon mal eine ganz schöne Herausforderung sein kann. In der Zwischenzeit weiten wir unser Online-Angebot weiter aus und arbeiten an einer Check-in- und Kursbuchungslösung, um schon ab übernächster Woche viel mehr interaktive Kurse in kleineren Gruppen anbieten zu können. Diese werden hauptsächlich über Zoom laufen und eine Platzreservierung wird vorab über eine App auf eurem Handy oder dem Desktop laufen. Das gleiche System, also eine Vorreservierung der Kurse, wird, sobald wieder vor Ort trainiert werden darf, auch erstmal in Kraft bleiben. So lange, bis alle Kontaktsperren wieder aufgehoben sind und die Lage komplett unter Kontrolle ist. Schaut also auf jeden Fall regelmäßig in eure E-Mails und in unsere Social-Media-Kanäle. Dort bekommt ihr dann eine genaue Anleitung, wo ihr die App herbekommt, wie ihr die Kurse bucht und so weiter. Eventuell wird auch die nächste Fenris News-Episode einfach eine Art Sondersendung, wo ich mal genau im Detail erkläre am Rechner, wie das Ganze funktioniert, wie ihr die Kurse bucht, wie das System dann laufen wird und so weiter. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Wer kann, sollte unbedingt am Montag am Partnertraining über Zoom teilnehmen und verpasst auch nicht die neue Yoga-Klasse für Jiu-Jitsu und Grappler am Mittwoch um 18 Uhr.
Hier wird unsere Trainerin Angel einen speziellen Jiu-Jitsu-Kurs anbieten und unser BJJ-Headcoach Felipe wird diesmal selbst als Schüler auch mit dabei sein. Bis dahin, wie immer, bleibt gesund, Kopf hoch, denn allzu lange kann es nun wirklich nicht mehr dauern, bis wir uns mal wieder in Persona treffen können. Darauf freuen wir uns alle schon riesig und ich hoffe, ihr freut euch auch. Also macht's gut und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Ciao, ciao.